So, hier sind wir. Von dem Hintergrund könnt ihr ihn auch schon sehen. Das war mein Taxi. Und der Besitzer muss mit seiner GoPro rumspielen. Erster Eindruck. Gut. Wurde wohl rausgerollt. Der Bauer brauchte wohl sein Mähwerk. Rost hat nicht zugenommen. Grau und grau. Von welchem Rost wusste ich? Hier vorne war keiner an der Fahrertüre. Minimalst hier unten. Wagenheberaufnahmen sind gemacht. Krokus. Mal schauen, ob noch irgendwas geht. Ja. Mausetot. Batterie leider angeschlossen. Das ist immer das Problem, wenn man Autos irgendwo abstellen muss und nicht die volle Kontrolle darüber hat. Wisst ihr, was das Traurigste ist? Da wurde hier abgestellt. Und zwar drüben in der Garage. Seitdem lief der Motor aber nicht mehr. Machen wir kurz einen Check. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal, ob er noch anspringt. So, als erstes Öl. Wie gehabt. Am Öl kann es nicht gelegen haben, war keins drin. Ah, ist noch gut Fleisch. Ja. Kommen die Kinder. Hallo. Kein Wasser mehr drin? Doch, ganz unten. Sogar noch mit kühler Frostschutz. Was ich lustiger finde, dass es da drin schimmelt. Seht ihr das? Das ist Schimmel. Aber Kühlwasser auch noch drin. Wenn auch wahrscheinlich die Lampe angehen wird. Ja. Handbremse angezogen. Der hat keine Handbremse. Ist schon besser. Leiche? Na, das ist fürs Schiebedach die neue Seele. Oh, die Seele. Schiebedachmotor. Spritschlauch. Ah, Marder hat's hier oben. Der gute alte Marder. Die werden wir mal sehen.
Dieses Mal keine offensichtlichen Beschädigungen. Gleich hier rein. Da rein. Gut. Möge der Herr das Hilfsaggregat heranfahren. Also nicht vergessen, Rot ist schwarz und Plus ist Minus. Sehr Qualm. Na denn? Der ist nicht richtig fest. Darf ich dieses Werkzeug einmal vorstellen? Herkules. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 und 24. Tja, Wahnsinn. So, stopp. Lass mal, Jan. Au. Böses Kabel. So, aktueller Stand ist, der Wagen würde anspringen, aber die Batterie ist komplett tot. So tot, dass die Ladekabel verschmoren, die sowieso nur eigentlich bis 2800 Kubikzentimeter ausgelegt sind. Wir haben hier einen 3-Liter Motor. Könnte ein bisschen knapp werden. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja. Ich gebe jetzt mal wieder dem Kollegen. Der Qualm ist halt aus dem Kabel raus, ne? Ob das nochmal tut. Scheint zu laufen, ne? Auch nach 2 Jahren. Klingt ein bisschen so. Wie ist denn hinten so?
Dieselprofi. Was klackert da? Da fällt mir ein. Die Düsen sind ziemlich fertig. Die Düsen sind ziemlich fertig. Er läuft! Er läuft! Fährt er auch? Herr Wulff, das ist eine Erstserie. Der Rückwärtsgang befindet sich woanders. Ah, der Reifen ist leicht platt. Wehe, er schaltet ihn ab. Irgendwie, glaube ich, hat die Elektrik noch leichte Probleme. Aber egal, der läuft auch ohne Strom. Bremse geht auch? Ah, mach mal hier ABS. Am besten da in die Wiese rein oder auf dem Schotterweg. Ah, Oh, Handbremse ist los. okay. Halt! Das war doch ein gehendes ABS. Gut, Sehr schön, sehr schön. Bremsen sind also auch. das war fehlt. Das ist kein Problem. Gut, dann Bestandsaufnahme. Jo, kurze Bestandaufnahme ist fertig. Neue Batterie, auf jeden Fall. Ansonsten funktioniert alles wie es soll. Den Reifen, den müssen wir wohl aufpumpen. Rost ist keiner hinzugekommen. Den hier kenne ich. Den hier kenne ich. Das ganze Heckabschlussblech kenne ich. Auch ein super Feature vom Vorbesitzer. Kein Schloss mehr. Radlauf in Ordnung. In Ordnung. Ja. Bremse, ein Reifen. Ansonsten good to go, würde ich sagen.
Kurzzeitkennzeichen besorgen. Und ab. So, als kleines Feature noch ein Top-Tipp, den wir heute auch benutzen konnten. Batterien können, wenn sie ganz leer sind, einen riesen Widerstand darstellen. Darum ist uns das beim Startversuch das Kabel fast durchgeschmort. Wir haben dann die Masse direkt an den Motorblock in die Nähe des Anlassers einigermaßen. Also wir haben den Anschluss für den Kettenspanner genommen, gelegt. Und es hat gelangt, dass die gute alte, ich möchte jetzt nicht sagen Karre, ich sag mal der Benz ist angesprungen. Genau. Also, falls Batterie leer, immer direkt Masse an Motor. Vielleicht kriegt ihr da noch ein bisschen mehr raus. Wie bei uns, so dass es einigermaßen reicht. Wir werden uns jetzt wieder ins Taxi schwingen und nach Hause fahren. In die Sonne hinein. Neben ihm sitzt Fiona Bruch, sie hat zusammen mit einer Kollegin eine Privatschule. Und diese Schule bildet Also, beim ersten Mal angesprungen. Die ersten 2 Male waren Kabeltestungen. Eigentlich reicht auch eine Luftpumpe. Luftpumpe würde reichen, ja. Luftpumpe? Vielleicht nehmen wir nächstes Mal ein bisschen bessere Überbrückungskabel mit, die ein bisschen Rauch drin haben. Quatsch, die sind höchstens... Moment, die sind aus dem Citroën von meinem Vater. Der hatte den... Als ich im Kindergarten war. Die Kabel sind höchstens 25 Jahre alt. Maximal. Und waren damals für 2800 Kubikzentimetern bei Dieseln ausgelegt. Das ist ein bisschen Rost. Meinst du, das macht so viel aus? Muss man natürlich wissen. Ja, muss man wissen. Vielleicht nehme ich auch nächstes Mal einfach das Booster Pack mit. Booster Pack? Ach, dein Booster Pack. Wobei, Booster Packs sind ja nur Battery Booster. Das heißt, du kannst ja nicht von null boosten, weil zum Boosten brauchst du ja schon so... Ja, du kannst schon so einen Motor anwerfen damit. Ich habe neulich bei dem Coupé auch eine komplett leere Batterie gehabt. Echt? Ja. Stimmt. Und vorglühen und anwerfen. Das Video dazu gibt's hier. Geklickt? Oder hier. Hier? Ne. Vielleicht auch da. So. Kastenlocher. Okay, geklickt. Alles klar. Hier rechts! Immer diese neumodischen technischen Geräte, die von der Fahrt ablenken. Liste Nummer 4. Wir könnten eigentlich, ich packe meinen Koffer spielen. Ja, wir können einfach ein Stück Papier und Bleistift nehmen. Nein, das habe ich alles im Kopf. Also es ist 5 Minuten machen. Luftpumpe, Batterie, Diesel. Was war jetzt das 4.? Erde. Erde brauchen wir nicht. Erde. Batterie, Luft, Wasser. Ah, Wasser, Diesel. Also nicht Wasser, sondern Kühlwasser. Ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer, Diesel, Wasser, Kühlwasser, Erde, Diesel. Nein. Also, Diesel, Batterie, Luft, Kühlwasser. Jetzt müssten wir alles haben. Das Gehirn ist ein Muskel, der ständig trainiert werden muss. Ja, super Muskel. Ja.